Moin und herzlich willkommen bei einem Mehrteiler, in dem ich euch eine Tischkreissäge mit eingebauter Fräse vorstellen möchte. Heute starten wir mit dem Fräslift Master Airlift 2 von Incra und dem dazugehörigen Fräsmotor JASM PowerTech SR. Das ist meine Tischkreissäge, mit der ich viele Jahre gearbeitet habe, meine Dewalt 7492, die ich auch in Kombination mit einer Triton Oberfräse kopfüber in einer Tischplatte und einer Sauter Fräsplatte genutzt habe. Da mir nun ein bisschen mehr Platz zur Verfügung steht, konnte ich das neue System ein bisschen großzügiger planen. Meine erste Priorität lag darauf, möglichst wenig Staub in der Werkstatt zu haben. Zentral ist natürlich eine gute Absaugung und gleichzeitig auch eine Staubbox. Das muss nicht die von Harvey sein, die stelle ich euch aber gerne in einem nächsten Teil nochmal vor. Aber sollte eine gute Absaugung sein und dort befindet sich natürlich dann auch der Fräsmotor. Relativ schnell bin ich dann auf den Incra Fräslift und die JASM Fräse gekommen. Incra ist eine amerikanische Firma, die speziell diesen Fräslift von JASM bezieht. Und JASM ist ja auch der Hersteller von dem Fräsmotor. Insofern passen diese beiden hier hervorragend zusammen. Das Besondere an diesem System ist der Fokus auf die Staubabsaugung. Wenn wir uns mal die Reduzierplatten angucken, das sind die oberen 5 hier. Das ist im Original mit dabei. Die werden hier magnetisch eingesetzt, lassen sich durch Madenschrauben und einen Imbusschlüssel dann in der Höhe so justieren, dass es erstmal bündig ist. Das ist aber noch nicht das Besondere. Besonders sind die Reduzierplatten, die es als weiteres Zubehör eben gibt, und das sind diese hier. Die zeichnen sich dadurch aus, dass die weitere Lüftungsschlitze hier haben, und das hat den Vorteil, wenn ich Nuten fräse, dass dort noch mehr Luft von unten angesaugt werden kann und hier oben dann nahezu kein Staub mehr vorhanden ist. So, wir schauen jetzt nochmal in den Staubfangraum. Die Luft bzw. der Staub wird hier oben angesaugt, geht in den Raum und wird dann über die externe Staubabsaugung hier ausgeführt. Eine weitere Besonderheit bei diesem Fräsmotor ist die Frischluftzuführung. Die hat natürlich zwei Vorteile. Zum einen wird der Motor gekühlt und zum anderen wird dafür gesorgt, dass immer frische Luft dem Motor zugeführt wird und nicht die im Staubraum befindliche verstaubte Luft dafür verwendet wird. Und dafür wird die Staubfangbox mit diesen Lüftungszuführungen hier geöffnet und mittels dieses Schlauches wird dann der Motor mit dieser frischen Luft versorgt. Hier geht es rein, der Schlauch wird verwendet und werksseitig wird dann entsprechend schon auf beiden Seiten eine Zuführung für die Frischluft gefertigt. Was ich besonders zu schätzen weiß, ist die externe Steuerung von dem Fräsmotor. Ich kann ein- und ausschalten über den Controller, aber auch die Drehzahl regulieren. Zwischen 10.000 und 21.000 Umdrehungen kann ich dort regulieren. Ich habe einen 230 Volt Anschluss und der Motor hat richtig viel Kraft. Der hat 2400 Watt, aber auch einen Sanftanlauf. Kurz nochmal zum Zubehör. Bei dem Incra Fräslift sind diese Reduzierplatten standardmäßig dabei. Als optionales Zubehör sind diese hier mit den weiteren Luftschlitzen verfügbar. Bei dem Fräsmotor von JASM waren diese Zangen mit dabei. Natürlich sind Spannzangen dabei, einmal im Viertelzoll, im Halbzoll. Aber JASM hatte mir dann eben auch in meiner EU-Version die 6 mm, 8 mm und 12 mm Spannzangen mit dabei gefügt. Spannmuttern sind 2 dabei, eine etwas größere und für die kleineren Fräse auch. Und natürlich die Kurbel. Und jetzt wird aufgeräumt und gefräst. So, ich habe nun meinen gewünschten Fräser eingesetzt und werde den nochmal sichern. Soweit, so gut. Nun habe ich hier die Möglichkeit, die Spindel runterzudrehen, vorausgesetzt, sie ist nicht verriegelt. Das mache ich hiermit. Sie ist gelöst. Wenn es verriegelt wäre, wäre hier oben die Einstellung. Nun kann ich also runterdrehen auf die gewünschte Tiefe.
So, wenn das getan ist, kann ich meine Reduzierplatte einsetzen. So, und wenn das jetzt meine gewünschte Höhe wäre, dann mache ich Folgendes. Ich setze dieses Rad auf 0, weil das nachher einen weiteren Vorteil mit sich bringt, wenn ich nochmal eine Fräskorrektur vornehmen möchte. So, jetzt arretiere ich das Ganze, stelle mir meinen Fräsanschlag gleich noch ein bisschen ein und dann geht es schon los. Der Fräsanschlag und die Anrückvorrichtungen, die stelle ich gerne beim nächsten Mal vor. Heute geht es ja im Schwerpunkt um die Fräsung mit dem Fräslift und dem Fräsmotor. Die hintere Fräsabsaugung habe ich jetzt gar nicht aktiviert. Es geht im Schwerpunkt darum, weil ich eine Nut fräse, dass wir es nach unten absaugen. Das ist die erste Fräsung. Ich glaube, vom Fräsbild gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Liegt natürlich auch immer ganz klar am Fräser selbst. Hier ging es aber auch im Schwerpunkt darum, einmal aufzuzeigen, wie ist die Staubabsaugung. Und ich glaube, das war sehr eindrucksvoll durch die externe Staubabsaugung und den Staubfangbehälter und die Lüftungsschlitze hier. Funktioniert das einfach einwandfrei. Das, was ich jetzt euch gerne mal zeigen möchte, ist die Höhenkorrektur. Dazu messen wir einfach mal, wie tief wir unsere Nut hier gefräst haben und werden dann gleich nochmal eine kleine Korrektur vornehmen. So, wir sind hier ziemlich genau bei 8 mm und jetzt werden wir das Ganze mal versuchen, auf 9 mm zu fräsen. Wir lösen einmal unsere Spindel und können dann hier in diesem Bereich über die Skala jetzt wunderbar einstellen, wenn wir eine Korrektur vornehmen wollen. In dem Fall möchten wir 1 mm höher gehen. Dafür drehen wir einmal halb herum und im besten Fall haben wir jetzt hier 1 mm. Arretieren wieder unsere Spindel und machen eine weitere Fräsung. Das ist die Fräsung nach der Korrektur. Nun würde ich euch gerne nochmal zeigen, wie sanft der Start der Fräse ist und wie lange es dauert, bis die Fräse aus der entsprechenden Drehzahl wieder in den Stand kommt. Und da komme ich auch schon zum Fazit. Für mich ist das eine absolute Traumkombination. Ich habe einen Fräslift, der ganz exakt einzustellen ist. Die Luftabsaugung funktioniert bei diesem System hervorragend und ich kann den Fräsmotor extern bedienen. Und ich gebe gleich zu, das Ganze ist nicht günstig. Ich habe den Fräsmotor direkt bei JASM in Kanada bestellt, inklusive Versand und Zoll 689 € dafür bezahlt. Lieferzeit war ungefähr eine Woche. Der Incra-Lift schlägt ungefähr mit 560 € zu Buche. Dann noch das Schlauchsystem für die Frischluftversorgung ungefähr mit 60 und die Reduzierplatten mit den Belüftungsschlitzen auch nochmal 65 €. Also insgesamt ja überhaupt kein Schnäppchen, aber ich persönlich bin damit wahnsinnig zufrieden. Und vielleicht hilft euch dieses Video ja auch bei eurer Entscheidung. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit dem Fräsanschlag, der Andrückvorrichtung und dem Frästisch von HW.